Wenn man an bedeutende Schüler des Johanneums denkt, vergisst man oft, dass einige Juden waren. Jedoch wurde ihnen am Johanneum erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Zulassung zur Gelehrtenschule gestattet. Zu diesem Zeitpunkt erfuhr das allgemeine Schulwesen tiefgreifende Veränderungen. Auch das damals noch vom Allgemeinen getrennte jüdische Schulwesen in Hamburg erlebte Veränderungen. Beeinflusst wurden diese Veränderungen auch durch die Ideen der Aufklärung und der Emanzipation. Der Besuch des Johanneums für Juden war erst möglich, als Johannes Gurlitt 1802 das Amt des Direktors am Johanneum angetreten hatte. Erst das energische Vorgehen Gurlitts und seine eingeleiteten Reformen ermöglichten Juden den Zugang zum Johanneum. Die Zulassung von Juden zum Johanneum war damals relativ früh im Vergleich zu anderen Hamburger Gymnasien, die erst in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts Juden den Zutritt gewährten. Um mehr über die Geschichte der jüdischen Schüler am Johanneum zu erfahren, begaben wir uns auf Spurensuche in die alte Bibliothek unserer Schule. Dort konnten wir einen Einblick in alte Archivarien erhalten und viele interessante originale Akten einsehen. Wir sind eine Schülergruppe von der Gelehrtenschule des Johanneums und haben uns eine Woche lang mit den ersten jüdischen Schülern unserer Schule beschäftigt. Auch mit Johannes Gurlitt, der größte Initiator davon war, jüdische Schüler aufzunehmen. Einer der berühmtesten Schüler war David Mendel, der 1803 aus Göttingen ans Johanneum kam und von Gurlitt viel gefördert wurde. 2 Jahre später hielt Mendel eine Rede, in der er sich lebhaft für die Gleichstellung seiner Glaubensgenossen einsetzte. Mendel ließ sich 1806 taufen und nahm den Namen Johann August Wilhelm Neander an. Er gilt als einer der führenden evangelischen Kirchenhistoriker des 19. Jahrhunderts. Außerdem zählte auch der spätere Bibliothekar der Stadtbibliothek Hamburg, Meyer Isler, zu den Schülern Gurlitts. Mitte des 19. Jahrhunderts war Isaak Wolf schon Schüler des Johanneums. Er wurde später der erste Vorsitzende der Hanseatischen Anwaltskammer. Des Weiteren war er 30 Jahre lang Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft und vertrat Hamburg 10 Jahre lang im Deutschen Reichstag. Im 19. Jahrhundert besuchte er unter anderem der Bankier Gustav Wilhelm Moritz Heckscher und der Vorkämpfer der jüdischen Emanzipation in Deutschland Gabriel Rieser das Johanneum. Der Dermatologe Paul Gerson Unna besuchte die Schule im späten 19. Jahrhundert. Berühmt wurde er für seine Mitarbeit an der Entwicklung der Nivea-Creme. Der erste jüdische Lehrer wurde 1873 am Johanneum eingestellt. Es handelt sich um Adolf Wohlwill. Er unterrichtete Geschichte. Wohlwill blieb nur ein Jahr am Johanneum. Johannes Gurlitt hatte erheblichen Anteil daran, dass am akademischen Gymnasium Johanneum jüdische Schüler zugelassen wurden. Diese konnten dort ihr Potenzial ausschöpfen. Zahlreiche ehemalige jüdische Schüler des Johanneums prägten die Geschichte Hamburgs und sind bis heute bekannt